Was sagst du eigentlich zur Klausi-Cam, zu der Perspektive? Sehr geil. Er tanzt die ganze Zeit um uns rum. Und ein Applaus für den Klausi hinter der Kamera. Applaus für Klaus. Ja, du mir umdrehen, Klausi. Ich muss mir umdrehen. Kameramann Klaus. Du musst dich erstmal das Motorrad gewöhnen, du bist schon voll am Ballern, ey. Die Spiegel sind voll für den Arsch. Oh, Die Junge, Spiegel schrei doch sind nicht so so. voll für den Arsch. Oh, meine Ohren, Alter. Oh, der Klaus hat keinen Sehen, ne? Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Heute mal mit dem Podcast-Mikrofon. Ich hatte nämlich keine Lust, die Bluetooth-Mikrofone mit der Kamera zu verbinden. Ja, in diesem Video geht es um den Vergleich Street Fighter V4S versus Street Fighter V2S. Das habt ihr euch nämlich gewünscht. Die Umfrage bei Instagram war Multistrada V2S versus Multistrada V4S oder wolltet ihr die Panigale versus die Street Fighter? Ja, als ich die Umfrage gemacht habe, war ich gerade auf dem Weg zum Plansee, habe nämlich das Gewinnspiel aufgenommen für euch für den 100 € Louis-Gutschein. Das ist bereits online, geht noch bis Ende Mai. Da wünsche ich euch viel Erfolg und viel Glück. Das verlinke ich euch hier unten in der Videobeschreibung, falls ihr daran teilnehmen möchtet. Und ja, jetzt geht es in diesem Video um den Vergleich Street Fighter V2S, V4S. Es wird ein paar technische Einblicke geben vom Rupert, vom Händler Ducati Nebel. Liebe Grüße an Ducati Nebel. Danke, dass ich das Motorrad fahren darf oder die Motorräder fahren darf und die für euch testen darf. Die technischen Einblicke hat der Rupert als Experte gegeben. Ich kann natürlich nur sagen, wie das Motorrad auf mich als potenzieller Käufer subjektiv auswirkt, wie die Sitzposition ist, ob es bequem ist, ob ich mir das für einen täglichen Gebrauch vorstellen kann oder nicht. Bevor wir jetzt aber starten, möchte ich noch eine kleine Sache loswerden. Ich habe ja in dem letzten Video gezeigt, dass meine Panigale V2S einfach ausgeht. Ich habe ein kleines Short hochgeladen, beziehungsweise Reel bei Instagram. Das hatte schon über 70.000 Aufrufe. Das hat über 200 Kommentare. Und da waren ein paar Kommentare drunter, die fand ich nicht ganz in Ordnung. Ich habe ja gesagt, wenn man so ein neues Motorrad kauft, dann muss man damit rechnen, dass da manchmal was nicht so gut funktioniert. Vielleicht habe ich mich da etwas unglücklich ausgedrückt. Natürlich erwarte ich, wenn ich ein Motorrad für fast 20.000 € kaufe, dass das reibungslos und sicher funktioniert. Das ist absolut richtig, da gebe ich euch recht. Was ich damit sagen wollte ist, wenn Produkte entwickelt werden, gerade wenn man neue Motoren entwickelt, dann versuchst du natürlich, dass das zu 100% alles funktioniert. Aber wie es dann im täglichen Gebrauch aussieht, das steht auf einer ganz anderen Seite. Ich habe selbst mal in der Industrie gearbeitet, in einem anderen Bereich, also in der Dentalbranche. Ich bin ja eigentlich Zahntechnikermeister und daher weiß ich, dass wenn man Produkte entwickelt, dass man als in der Produktion und in der Entwicklung von den Ingenieuren, dass die ihr Bestes geben, dass das Produkt marktreif ist, dass das die ganzen Regulatorien erfüllt, dass das sicher ist. Und gerade in der Medizinbranche hat man dann noch mal einen ganz anderen Blick drauf, wahrscheinlich, weil es einfach Medizinprodukte sind, als in der Technik, so bei Motoren zum Beispiel. Und ich stimme euch zu, dass das Motorrad, wenn man es kauft, 100% funktionieren muss. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung auch, dass manchmal Dinge freigegeben werden, weil der Termindruck da ist. Also ich weiß nicht, ob das bei Ducati jetzt auch so ist oder bei anderen Herstellern, weil die müssen natürlich gucken, dass wenn jetzt neue Euronormen gibt, dass die neue Motorräder auf den Markt bringen, die verkaufen können. Das sind wirtschaftliche Unternehmen, die müssen funktionieren und wenn die mal 2, 3, 4, 5 Monate kein Fahrzeug anbieten können mit einer 9-Euro-Klasse, dann wirkt sich das extrem auf so eine Wirtschaft von einem Unternehmen aus. Und ich möchte das nicht schönreden, dass ein Motorrad nicht funktioniert, wenn man es auf den Markt bringt. Aber ich habe auch Verständnis dafür, dass manchmal jetzt einfach dann Produkte weiterentwickelt werden müssen, Feedback von Kunden reinkommt, weil das jetzt auf den Markt gebracht wurde, dass man guckt, wie löst man Probleme, weil ich finde, dass wir in Deutschland eine sehr schwierige Fehlerlernkultur haben. Ich finde, in Deutschland ist es oft so, dass wenn man Fehler macht, dass man gleich mit dem Finger auf die Person oder auf das Unternehmen zeigt und sagt, ja, kauf dir lieber ein anderes Motorrad. Gleich ist das ganze Unternehmen schlecht oder der Mensch ist schlecht oder der YouTube-Kanal ist schlecht und das finde ich sehr schade, weil ich finde, Fehler dürfen passieren, sie dürfen nicht gesundheitsgefährdend sein, sie dürfen nicht den Straßenverkehr beeinflussen, da bin ich voll bei euch. Aber wenn etwas passiert, dann muss man da möglichst schnell daraus lernen, möglichst schnelle Lösungen anbieten und gucken, wie können wir aus diesen Fehlern lernen. Und was ich eigentlich sagen möchte, seid bitte in den Kommentaren freundlich miteinander. Beleidigt euch nicht. Kommentare wie Wut oder Hass, die werden von YouTube zum Glück sofort rausgefiltert. Die musste ich dann persönlich freigeben, um das zu veröffentlichen. Aber was ich euch damit sagen möchte, seid nett zueinander. Seid nicht so kratzbürstig oder so aggressiv teilweise. Also was ich da bei Instagram für Kommentare gelesen habe,
von wegen, was guckst du so blöd, links und rechts ist es dir peinlich, dass du das Motorrad gekauft hast. Sondern denke ich mir, Junge, du bist ein 50, 60 Jahre alter Mann, du solltest genug Lebenserfahrung haben, dass man nicht solche Kommentare schreibt. Also das finde ich absolut nicht in Ordnung. Deshalb 99% von euch schreiben aber wirklich freundliche und tolle Kommentare, beglückwünschen zu den 1000 Abonnenten und sind ein positiver, konstruktiver Teil der Community. Und dieser Kanal heißt ja Content von der Straße für die Straße. Und ich möchte, dass das ein Ort ist, wo Menschen sich trauen, Kommentare zu schreiben, voneinander, miteinander zu lernen, dass ich meine Erfahrung mit einem Motorrad, was jetzt quasi auf den Markt gekommen ist, teilen kann. Und dazu gehört auch mal das, was nicht funktioniert. Ich habe persönlich damit gerechnet, dass wenn ich ein Produkt kaufe, das gerade neu entwickelt wurde, dass das vielleicht Fehler haben könnte. So, wenn ich ein Motorrad haben möchte, wo ich weiß, das funktioniert zu 100%, dann gucke ich mir die ganzen letzten anderen Motorräder an von den letzten Jahren und kaufe mir einfach ein älteres Motorrad. Dann darf ich mir kein Motorrad kaufen, das gerade frisch auf den Markt gekommen ist und frisch entwickelt wurde. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Street Fighter V2S vs V4S. Der Klaus aus München war mit dabei, mit dem fahre ich jetzt dann Ende April nach Rijeka auf die Rennstrecke, der nimmt mich glücklicherweise mit. Und Ducati Nebel nimmt meine Bayliss mit. Zu dem Zeitpunkt, wo das Video jetzt hier online ist, ist wahrscheinlich schon das andere Video online, wo wir die Bayliss Rennstrecken fertig machen. Also Spiegel abschrauben, Elektronik abstöpseln, abkleben und so weiter. Das könnt ihr euch im Anschluss anschauen. Das verlinke ich euch am Ende des Videos. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und viel Glück bei dem Gewinnspiel. Danke, dass ihr ein Teil der Community seid, dass wir so schnell wachsen. Also wir sind jetzt in 6 Wochen von 4 auf, 1200 Abonnenten angewachsen oder sowas. Gut, zu dem Zeitpunkt, wo das Video online kommt, sind es wahrscheinlich schon 8 Wochen. Aber trotzdem, danke, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß bei diesem Video. So, wollen wir uns mal Richtung Mopeds bewegen? Obacht, Klaus, jetzt werden wir gleich sonst über den Haufen fahren. Also wir haben ja gesagt, wir machen so einen kleinen Vergleich. V4S Panigale und Street Fighter V4S. Optisch braucht man nicht viel dazu sagen. Sieht anders aus. Sitzposition komplett anders. Finde ich da, aber von der Höhe ungefähr wie da. Finde ich da aber mit der Armposition bist du halt natürlich ein bisschen bequemer. Was gibt es technisch dazu zu sagen? Das ist dein Part. Technisch, wie gesagt, haben wir ja praktisch die alte V4 da stehen. Bei der neuen haben wir natürlich 2 Armschwinge. Ist leichter, stabiler. Optik ist es mal Geschmackssache. Ansonsten haben wir hier theoretisch noch 2 PS mehr. Wie zur Als bei der alten V4? Genau. Echt? Wie Genau. viel hat die jetzt? Die hat jetzt 216 PS. Genau. Ein bisschen andere Motorabstimmung haben wir jetzt in dem Sinne auch noch gekriegt. Also die alte hat ja praktisch zwischen 8.000, 9.000, 10.000 Drehungen einen ziemlichen Leistungsanstieg gehabt. Da ist jetzt der neue Motor ein bisschen handsamer geworden. Also ich habe einfach schöne lineare Beschleunigung, ohne dass mir auf einmal vom Höcker reißt. Genau, ansonsten habe ich jetzt bei der ein kombiniertes Bremssystem drin. Also ich kann einstellen, wie die hinten mitbremst, auch einen gewissen Slide in die Kurve mit zulässt. Das sind 7 verschiedene Stufen, 3 davon sind für Rennstrecke. Genau, ansonsten sind motortechnisch noch ein paar Änderungen aufgetreten. Die haben andere Ansaugstutzen, Ölpumpe von der Superleggera, ein paar andere Sachen sind noch mit drin. Bei der? Bei der, genau. Also der Motor ist ja der gleiche, da hat sie bloß weniger Leistung. Und Würdest du sagen, das ist das gleiche Motorrad, nur dass die Verkleidung anders ist? Nee, das nicht. Also natürlich habe ich hier ein Naked Bike, aber Sitzposition ist eine ganz andere. Ich habe einen ganz anderen Lenker, aber von der Motorcharakteristik her ist es natürlich identisch. Auspuff hat sich zur alten auch noch ein bisschen verändert. Die Auspuffblenden sind jetzt fest verschweißt, beim anderen waren sie verschraubt. Da konnte ich sie im Fall von Optik schwarz machen, muss ich halt hier einen kompletten Auspuff demontieren, um den umzulackieren. Und ansonsten Was würdest du sagen, für wen ist das Motorrad und für wen ist das? also Panigale V4 kann ich eigentlich wirklich nur für Rennstrecke empfehlen. Einfach auch schon wegen der Leistung. Street Fighter V4 kann man auch Rennstrecke fahren, würde ich aber eher zur vollverkleideten Variante greifen. Ansonsten halt natürlich für Straße wunderbar. Der V4, der lässt sich, ich habe natürlich viel Leistung, ob man das für die Straße braucht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Was hast du gesagt, 210? 210 müsste ich haben, genau. Ob man das braucht für die Straße, sei es mal dahingestellt, aber ich habe halt einfach, der V4 lässt sich so schön cruisen, du hast es ja selber gesehen, der Quickshifter, das ist ein Gedicht. So kurze, knackige Schaltwege, das ist genial. Ich muss sagen, Also- ich kann mir auch der vorstellen, nach Italien zu fahren, damit nicht. Nee, ja, das ist es eben. Also wirklich, das ist eigentlich wirklich ein Superbike halt. Deswegen eigentlich nur für Rennstrecke, natürlich für Straße. Wer die Sitzposition mag, soll jeder machen, wie er will, aber ich würde eher Richtung Street Fighter gehen. Wer gelegentlich Rennstreckenausflüge macht, dann Panigale. Unterschied von der 22er Panigale V4 und über die sprechen. Klar, das ist eine Sonderedition, da ist ein Akrapovic-Ausdruck drunter, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja. Aber so technisch, was hat sich da vom Motor verändert? Weißt du das aus dem Kopf?
Ja, wie gesagt, also mit Ölpumpe und so Ansaugschlutz haben sie schon ein paar Sachen geändert. Gut, die hat dann noch zusätzlich Trockenkupplung wegen Sondermodell. Ist nicht serienmäßig bei der? Nee, Bei der normalen V4 von 22? Nee. Okay. Die Trockenkupplungen haben bloß die Anniversario gehabt und die SP-Modelle oder halt dann die R-Varianten. Aber ansonsten haben die alle halt eine Ölballkupplung. Die, wo wir letztens das Reel gedreht haben, war das gleiche Motorrad? Nee, das war eine V4R. Also das V4R. ist ja dann praktisch die für die Superbike, also die hat dann 1000 Kubik und nicht 1100. Hat eine Trockenkupplung serienmäßig. Die hat dann auch schon eben Schmiederäder gehabt. Und bei der R war das Entscheidende, die hat nicht das, weil wenn du beim Klaus seiner schaust, die hat das semi-aktive Öl ins Fahrwerk. Die R hat ein manuelles Fahrwerk, also auch ein Öl ins Fahrwerk, aber kein semi-aktives. Okay. Ja, letztens hat jemand gesagt, wenn mir mein Händler gesagt hätte, dass bei der V4R die Trockenkupplung serienmäßig drin ist, hätte ich sie gleich gekauft. Aber weil es vergessen hat zu erwähnen, hat er weniger Umsatz gemacht. Das ist schlecht. Nee, Trockenkupplung ist schon mit eins von den wichtigsten Sachen. Also wenn man es denn unbedingt haben will. Also ich habe halt den gewaltigen Vorteil, dass ich halt diesen ganzen Abrieb, was ich in der Kupplung habe, den habe ich in meinem normalen Motoröl mit drin. Und wenn ich eine Trockenkupplung habe, dann habe ich halt einfach den ganzen Abrieb nicht in meinem Öl, sondern habe das ist ein getrenntes System dann, soundtechnisch natürlich, und ich habe theoretisch mehr Leistung, weil du weniger Schlupf hast. Was sagst du eigentlich zur Klausi-Cam, zu der Perspektive? Sehr geil. Er tanzt die ganze Zeit um uns rum. Der Klaus, Der macht das läuft sehr gut. im Hintergrund rum. Das ist, ja. Kamerakind Klaus, genau. Genau, ich würde sagen, wir trinken das mal in Ruhe aus und dann machen wir uns wieder auf den Weg, Genau. weil in der Kombi wird es doch ziemlich warm so. Definitiv. Ich glaube, wir schätzen Und uns, nächstes Mal nehmen wir wieder Annika mit zum Filmen. nächstes Mal nehmen wir Annika mit, genau. Vielleicht schon auf dem Motorrad. Das wäre natürlich genial. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß weiterhin beim dabei sein. Und ein Applaus für den Klaus hinter der Kamera. Applaus für Klaus. Ja, Das du mir kommt umdrehen, einblenden. Klausi. Muss mir umdrehen. Kameramann Klaus. Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Ja, Sitzposition ist auf der Street Fighter Ring, das ist genial. Das ist ziemlich hoch, ne? Ja, ist einfach angenehm. Ja, in der nächsten Ortschaft tanken wir mal alle voll, dann passt es bei allen wieder. Das haben wir nämlich das gleiche Problem wie letztes Mal. Ja, aber bei denen ist jetzt keine, die Tankleuchten an. Aber die Lenkerposition ist schon sehr speziell, ne? Warum? Gefällt's dir nicht? Doch, gefällt mir. Aber ich habe das Gefühl, ungewohnt. ja, ist ungewohnt und ich habe das Gefühl, dass die, wie soll ich sagen, an den Lenkerenden nach außen hoch geht. Ja, das kann schon durchaus sein. Weißt du, so, als ob du die Ellenbogen so anhebst. So, Du musst dich erstmal an das Motorrad gewöhnen, du bist schon voll am Ballern, ey. meine Spiegel einstellen. Warte mal, Alter, ich sehe ja gar nichts. Die Spiegel sind voll für den Arsch! Oh, Die Junge, Spiegel schrei doch sind nicht so um. voll für den Arsch! Oh, meine Ohren, Alter. Oh, der Klaus hat keinen Sehen, ne? Nein, der Klaus hier kennt jeder. So, jetzt. Ja, fahr vor. Oh, Sitzposition ist schon echt geil, ey. Ja, und du hast ja trotzdem einfach ein V4 unterm Arsch. Das ist schon sehr schön. Das ist ein schönes Wetter, ey. Guck dir mal die ganzen Blumen hier an. Die müssten wir eigentlich alle mal in Wiesen einstellen, wenn so ganz viele Löwenzahnblumen da sind. Das wäre, glaube ich, geil. Ich möchte eigentlich fände ich es cool, wenn du so einen Schneeengel machst fürs Video in den Blumen. Ich soll mich dann in das, ja genau, beim schwarzen Lederkombi will man das gelbe Klump richtig gut sehen. Das wird voll cool aussehen. Boah, diese ganzen, wie heißt das, die ganzen Pollen, die würden wahrscheinlich alle in deiner Kombi kleben dann. Ja, und so mit Pollenallergie macht das richtig Spaß. Ja, genau. Ja, schau dir die Radfahrer an. Frech zu zweit nebeneinander. Genau. Und die zu dritt in diese. Oh, jetzt sind wir so viele Radfahrer unterwegs. Das ist ja Katastrophe. Da bist du. Ich habe vorhin, als ich zum Plansee gefahren bin, das Gewinnspiel aufgenommen. Wie machst du das eigentlich mit dem Auslosen? Gibt es da irgendwie ein Programm dafür oder so? Oder? Ja, also ich habe jetzt halt gesagt, die Leute, die dürfen ja, den Kanal abonnieren, den YouTube-Kanal, dann einen Kommentar schreiben und einen Daumen hoch geben und optional auch bei Instagram folgen. Und dann wird halt jeder Kommentar, beziehungsweise die Leute haben keinen Vorteil dadurch, wenn die da mehrere Kommentare schreiben, sondern es wird halt immer nur ein Kommentar pro Person gewertet. Das kann man alles über eine Software einstellen und am 1.6. wird es dann ausgelost. Ja, cool. Also Hey. für die, die das Video jetzt hier schauen, das Gewinnspiel ist wahrscheinlich noch am Laufen. Hast du bei der Street Fighter mal die Hinterradbremse ausprobiert, Alter? Die ist pervers. Ja, habe ich noch nicht probiert.
Die muss man ausprobieren, das ist richtig stark. Kann man bei der Street Fighter eigentlich hinten irgendwo die Kamera auch dran machen? Ja, ich habe jetzt gehört, dass, und das macht auch Sinn, dass man die Kamera besser nicht an die Schwinge befestigt wegen der Vibration, dass du dann den Bildstabilisator kaputt machst. Das stimmt, ja. Aber sau bequem das Fahren, ne? Ja, voll. Ja, wir können das einmal tauschen. Das ist schon irgendwie, das ist schon so Fahren wie Harley fahren in Sport irgendwie. Ja, Das ist einfach voll die natürliche Sitzposition auch, ne? da hält es halt wirklich auch mal länger aus. Und das ist schon echt ein geiles Motorrad. Ah, Radfahrer, juhu. Fahrradfahren ist das Nervigste, was es gibt. Du trampelst, du kommst nicht von der Stelle, ne? Ja. Wenn du Motorradfahren gewohnt bist, Ja, voll. begeistert von dem Motorrad. Also ich bin ja, die Erfahrung mit Naked Bikes, die ich gemacht habe, ist eigentlich nur die Z1000 von Kawasaki. Und da hat mich halt bei höheren Geschwindigkeiten immer der Wind gestört. Das wird hier auch ähnlich sein. Ja. Aber der Quickshifter funktioniert echt butterweich, ne? Wozu hat das Motorrad eigentlich solche riesigen Winglets, wenn es kein Windschild hat? Also irgendwie ist das sehr widersprüchlich zum Thema Aerodynamik, oder? Prinzipiell schon, weil du halt solche hohen Geschwindigkeiten mit dem Ding gar nicht fahren kannst. Also, ich glaube, da geht es einfach nur um die Optik, um dem Kunden zu suggerieren, dass die halt viel Leistung hat, dass sie es kann. Aber brauchen tut man es eigentlich nicht. Das Also Schöne ist, die sind angeschraubt, also ich kann sie auch wegmachen, wenn ich will, wenn mir die nicht gefallen. Ah, du hast ja Sportmodus drin, sauber? Gut, dann fahr ich mir vor. Ungewohnt hier mit anzufahren. Ah, Street Fighter, das ist wieder meine Sitzposition. Das für eine Sitzposition. Können wir wieder tauschen? Nein, ich bleibe jetzt auf der Street Fighter, für immer. Man meint so, jedes Motorrad, wer Motorrad fährt, kann alle fahren, ne? Aber Nee, ganz ehrlich, eine V4 für ein Daily Fahren, ne, braucht kein Mensch. niemals. Wenn ich jetzt so überlege, die Street Fighter, wie ich hier gerade gefahren bin und wie ich mich jetzt hier drauf fühle, nach den ersten 3 Minuten, das Ja. ist ein Tag und Nacht. Ich sag, dem Pani hat auch ihre Daseinsberechtigung, wenn ich halt sage, ich will eine Rennstrecke fahren oder es gibt ja auch welche, die sagen halt, die finden halt die Supersportler-Position absolut geil. Mein Knie gefällt es auch, aber halt einfach nicht für die Straße. Aber wenn man halt ab und zu eine Rennstrecke fährt und sonst auch nur Straße, dann ist Pani V4 schon super. Also wenn ich ausschließlich Straße fahre, dann wäre eigentlich Street Fighter das Sinnvollere. Ich saß gestern zu Hause, ne, und dachte mir so, Junge, ich kann einfach jedes Motorrad fahren von Ducati jetzt, was ich will. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist schon echt krass. Also ein riesen Ja. Dank dafür. Ist schon cool. Also wie gesagt, du bist halt hier auch mal in so einem High-Class-Bereich, wo halt die Motorräder schon mal wirklich gute Steine Geld kosten, aber ist schon cool, dass man die fahren kann. Das ist so, als würdest du zu Ferrari gehen und sagen, ich würde gerne mal so ein F50 fahren oder so. Ja. Man muss ja mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und sich mal wieder besinnen, dass man weiß, was man eigentlich für einen Luxus hat. Ja, das ist schon echt verrückt. Man vergisst das, auf was für Motorräder man eigentlich sitzt, ne? Ja, Auch als letztes jemand da so kommentiert hat und meinte so, ja, du schreibst so Content von der Straße für die Straße, aber fährst 40.000 Euro Motorräder. Ja gut, da ist mir so aufgefallen, ja stimmt, das ist kein Yamaha Virago für 1.800 Euro so. ja, klar. Das vergisst man so, weil man dann einfach ganz normal damit fährt, wie ein normales Motorrad halt, ne? Ja, um halt auch dankbar dafür zu sein, dass man das fahren kann und darf. Ja. Ne? Die Bayliss, das war immer, also Ducati zu fahren, so eine V2 zu fahren, das war immer mein großer Traum. Und so als ich das Gewerbe angemeldet habe für mein Business, habe ich gesagt, irgendwann kaufe ich mir so ein Motorrad. Da Ja. ist einfach emotional einfach nochmal ein anderes Motorrad als jetzt das neue Motorrad. Weil da Ja. einfach noch mehr drinsteckt von so vom Ja, wenn das halt so Stil, dein ne? erster Kindheitstraum ist. Deswegen, bei mir war das eben, habe ich dir aber auch mal erzählt, mit meiner Diablo halt so, die habe ich, wo ich 12 war, ist sie halt rausgekommen oder und so. Und dann habe ich halt gesagt, habe ich die im Laden stehen, sind ich so, okay, dieses Ding will ich haben, egal wie sich fährt, das schaut einfach geil aus. Und deswegen werde ich die halt auch nie hergeben, weil es halt einfach, ja, ein Kindheitstraum ist. Und immer wieder, wenn ich damit fahre, freut es mich. Wenn ich Hast du- sportlich fahren will, dann nehme ich halt, keine Ahnung, eine Street Fighter, eine Panigale oder ich habe ja auch noch eine Monster, die ist auch Ja, du ein hast ja bisschen auch leichter. alles in der Garage zu Hause quasi. Mehr oder weniger. Aber es ist immer was anderes, wie wenn du mit deinem eigenen Motorrad fährst. Das ist halt Ja, natürlich. Was hast du nochmal beruflich gemacht, bevor du da die Lehre angefangen hast? Du hast irgendwas anderes gemacht. Aber Feinwerkmechaniker, also CNC-Fräser. Ja, stimmt. Wenn du jetzt so ein Motor auseinanderbaust, hilft dir das jetzt? Ja, klar, das ist halt. Technisches Verständnis halt, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also, ich habe zum Beispiel gestern, wir haben ja ich habe dir das Bild mit der Pani V2 geschickt, mit diesem Schnellverschlusssystem. Und da hat uns der Hersteller den Schnellverschluss für das falsche Modell geschickt.
Und wir brauchen den halt aber nächste Woche. Dann habe ich halt selber einfach beziehungsweise habe die abgedreht und habe nochmal eine neue Buchse gefertigt und habe die drauf gemacht. Und jetzt passt es halt. Das ist halt, du kannst halt alles selber machen. Das ist das Geniale an dem Beruf. Ich muss sagen, das ist echt ein überwältigendes Motorrad, ne? Ja. Das ist nicht einfach so, ja, einfach draufsetzen und fahren. Da muss Nee. es schon vorher mal zumindest wie ein anderer Supersportler gefahren sein, um das überhaupt zu verstehen, was hier gerade passiert. Und du musst halt auch wirklich, also wir haben das auch schon gehabt, letztes Jahr war mal einer da, der hat frisch seinen A-Schein gehabt und wollte dann die Panigale V4 fahren, habe ich gesagt, sei mal nicht böse, aber du bist bis jetzt 48 PS gefahren, ich setze dich jetzt sicherlich nicht auch auf 214 PS drauf. Habe ich gesagt, sei mal nicht böse, Panigale V2 ist sehr gerne oder Hyper oder Street Fighter V2 irgendwas, habe ich gesagt, aber auf den V4 setze ich dich nicht drauf. Habe ich gesagt, das ist einfach, das finde ich, ist dann auch in meiner Verantwortung, dass ich sage, okay, das geht leider nicht. Ja, absolut. Das musst du dann auch einschätzen können, ne? Und ich frage auch die Leute, was die halt fahren. Letztes Mal war einer da, der fährt halt eine Tono V4. Denke ich mir, okay, der kennt einen V4, der hat eine Tono, also der hat auch irgendwie 180 PS schon öfters mal gehabt. Dann ist es eine andere Geschichte. Aber nicht halt jemand, der noch nie irgendwas mit der Leistung gefahren ist. Aber so von den V4, da hört man das gar nicht, dass die einfach ausgehen, ne? Die V4 ist jetzt auch kein neuer Motor, der ist bloß ein bisschen überarbeitet, aber der 896 ist halt ein komplett neuer Motor. Aber das siehst du, weil die werden ja sicherlich auch genügend Fahrpraxis gemacht haben und Tests, aber alles kannst du halt nicht testen. Deshalb sage ich ja, so Forschung, Entwicklung kann halt in einem gewissen Maß schon gut vorarbeiten, aber im Endeffekt muss der Markt das dann testen. Genau, und 100%ig wissen tun die das dann auch nicht. Das ist halt einfach so. Du kannst halt ein Produkt nie zu 100% fertig machen, weil das muss ja auch irgendwann raus, ne? Das kostet ja auch alles Geld, sowas zu entwickeln. Du kannst ja nicht 10 Jahre entwickeln. Ich meine, die neue Euro-Klasse, die neue Euro-Norm, die kommt ja und dann musst du sagen, okay, hier ist das Motorrad, sieh zu. Ja genau, das muss bis zu dem und dem Zeitraum fertig sein. Die Werte soll es einhalten, mach mal. Ja. Also es kommt doch mal eine neue V2? Keine Ahnung, also dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Ich schätze mal, dass nächstes Jahr wahrscheinlich so Monster und so wieder kommen werden mit dem gleichen Motor. Vielleicht wird es mal eine V2R oder so geben, weißt schon, mit Desmo dann für Racing-Einsatz. Das wäre cool, aber wissen tue ich es leider auch nicht. Ja, das wäre ja nur ein Wunsch, ne? Ja, das wäre schon ziemlich cool, aber man hat es ja in den letzten Jahren gesehen, es gab zumindest bei den alten so 1199, dann gab es eine 1199R, dann gab es eine Panigale R. Ja. Vielleicht von der V4 wird es sicherlich auch wieder eine R geben irgendwann. Aber das dauert halt immer 2-3 Jahre. Beziehungsweise sie müssen ja auch das schauen, was halt, welche neuen Regeln in der Superbike dann gelten. Ne? Bei der V4R-Motor, der ist ja, dann hat er dann auch die 1000 Kubik halt nach dem Superbike-Reglement. Ist ja witzig, der Klausi wollte eigentlich zum Schnitzelessen gehen und der hat abgesagt, weil er lieber mit uns Motorrad fährt. Was wollte der eigentlich? Der wollte eigentlich Schnitzel essen gehen. Und der fährt der runter? Nee, warte gerade auch noch da unten. Und hat abgesagt, weil er lieber mit uns Motorrad fahren geht. Ja, geil. Ja, kann ich verstehen. Bei dem Wetter bitte. Das ist schon echt ein Spezialmodell, aber sehr liebenswert. Ich mag den Klaus gerne. Definitiv. Und er ist sehr, sehr hilfsbereit. Das ist schon aber das wirst du merken, das sind auf der Rennstrecke eigentlich alle. Wenn du da irgendwie ein Problem hast, da schaut jeder, dass er dir hilft und dass man das wieder hinkriegt. Ich muss sagen, bei der V4 oder bei der V4S, wie auch immer, da traust du dich eigentlich gar nicht so richtig aufzureißen, ne? Das muss man schon sehr bedacht machen. Auch bei der Gasannahme, aber da muss man schon vorsichtig sein, definitiv. Deswegen, du kannst da nichts jeden drauf machen lassen. Ja. Bei der V2 schon eine andere Geschichte, weil du halt einfach ein bisschen brauchst, bis du in diesem Bereich bist, wo du die volle Leistung hast. Also ich finde, ein V2 ist auch anfängerfreundlicher, um Motorradfahren zu üben. Absolut. Und ein V2 ist auch, ein V2 mit 200 PS und ein Vierzylinder mit 200 PS, den kannst du einfach nicht vergleichen. Das ist halt eine ganz andere Leistungsentfaltung. Als wir letztens hier die Motorräder getauscht haben, mit der Diabel, ja. Das Video ist auch gut angekommen. Das hat auch über 25.000, ich glaube 22.000 Aufrufe oder so. Ich habe mir das letztes Mal gedacht, ich habe so ein bisschen durchgeschaut. Das Erklärvideo, wo du spontan mit dem Handy gemacht hast, mit der Desmotronic, weißt du, wo wir nur ganz schnell hinten erklärt haben. Also technische Videos. Ja genau, die technischen Videos, ich glaube, die sind brutal interessant. Und ich habe mir irgendwie, gestern habe ich mir auch ein paar Gedanken dazu gemacht, da können wir eigentlich richtig viel machen. Ja, im Winter dann, ne? Ja, aber da können wir richtig viel machen. Da habe ich richtig viele Ideen. Im Winter können wir eh nicht Motorrad fahren. Kommt drauf an, ob ich in Spanien bin. Ja. Aber wenn ich in Bayern bin, dann machen wir auf jeden Fall im Winter Videos. Kann auch nicht den ganzen Winter weg sein, aber ich habe gedacht, so einen Monat wäre schon schön.
würde ich mich am liebsten anschließen, ja. Ja, wie hat dir das Video gefallen? Street Fighter V2S vs V4S. Waren alle Informationen dabei, die du dir gewünscht hast oder hat was gefehlt? Schreib's gerne mal in die Kommentare rein. Ich verlinke dir jetzt hier noch das Video von der Bayless, die wir für die Rennstrecke fertig gemacht haben. Im Laufe der nächsten Wochen wirst du Videos von der Rennstrecke bekommen. Ich habe ja gar keine Ahnung gehabt, wie es auf der Rennstrecke überhaupt aussieht. Also ich war jetzt bei 6, 7 MotoGP-Rennen schon zu Gast, aber selber gefahren bin ich noch nie mit dem Motorrad. Mit einem M4 Competition war ich mal auf dem Sachsenring, das war ganz cool. Motorrad habe ich noch nie gemacht. Und vielleicht bist du ja auch an dem Punkt, wo du sagst, ich hätte Bock darauf, das mal auszuprobieren, habe aber Bedenken, ob ich das mit meinem eigenen Motorrad machen soll oder ob ich mal jetzt ausleihen soll. In jedem Fall schau dir das Video gerne mal an, du wirst auf jeden Fall was für dich mit rausnehmen. Danke, dass du eingeschaltet hast und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, mach das gerne jetzt und viel Spaß beim nächsten Video.